Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute Abend wieder zu einer frisch gepressten Folge. Lufthansa, die Doppelsuite, ist wohl doch noch nicht so gesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann haben wir ein Thema, das nennt sich Etihad und 380er. Ja, die erste ist schon wieder in der Flugphase. Eine Boeing 767 hat eine Rutsche verloren. Das ist unangenehm, da gibt es 2 Videos zu. Dann haben wir Air Malta, die sparen Geld, indem sie an der Lackierung sparen, und zwar an den Farben, die sie benutzen. Dann haben wir einen Deal mit British Airways in der First Class. Habe ich First Class geschrieben? Nein, habe ich nicht. Aber First Class von Frankfurt über London nach Seattle. Und das Ganze für 2.599 €. Coole Sache. Damit haben wir alles gemacht, ne? Ja, damit können wir nämlich sagen, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren und natürlich eine Kanalmitgliedschaft zu kaufen. Dann haben wir nochmal lustige Neuigkeiten, denn wir haben wieder Stammtisch in München. Unter dem Link, den ihr auch in den Kommentaren seht, der jetzt auch funktioniert, gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden. Kostet $25. In den $25 sind enthalten ein Getränk und ein Snack oder Snacks vielmehr. Wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft habt, denkt dran, entsprechend eurer Kanalmitgliedschaft den Rabattcode einzugeben. Heißt also, für Economy und Premium Economy gibt es 10% und für die Business Class gibt es 25%, aber sogar auch ein zweites Getränk. Jetzt fragt ihr euch, warum will der Mann in der Kamera Geld haben? Wir haben Folgendes gemacht. Wir wollen einmal natürlich 2 Dinge erreichen. Das eine ist, dass wir die Leute, die zusagen, auch dazu animieren, dann zu erscheinen. Das ist in Hamburg und sonstigen Fällen leider nicht der Fall gewesen. Oder wir haben im Umkehrschluss andere Stammtische gehabt, wie Wien zum Beispiel. Da sind wir aus allen Nähten geplatzt. Da sind wir über 30 Leute gewesen. Wir wollen das Ganze auf 10 Leute reduzieren, maximal. Plus dann Sven und meine Wenigkeit. Eventuell so, also 10, 11, 12 maximal. Das hat folgenden Grund. Und zwar einmal der Grund, so dass wir uns alle unterhalten können und dass es auch untereinander Spaß macht, sich zu unterhalten und nicht zu laut wird. Und das andere ist, wir hatten auch bei einigen Veranstaltungen Leute, die da nur gesessen haben, die nichts konsumiert haben oder sich an einem Getränk da 2, 3 oder 4 oder 5 Stunden festgehalten haben. Das Dilemma ist aber, wenn wir in einer Gastronomie 10 oder 12 Plätze reservieren und der Umsatz nicht stimmt, werden die uns beim nächsten Mal nicht mehr reinlassen. Das ist leider ein Problem. Also um diese 2 Sachen zu erreichen, oder 3 sind es ja, um ganz genau zu sein, haben wir diese Gebühr eingeführt. Aber im Rahmen dessen wird keiner reich, weil das am Ende ja in Getränke bzw. in Snacks investiert wird. Also insofern sogar fast noch ein Geschäft, wo ich drauf zahle am Ende des Tages, weil es je nach Tapas oder was auch immer das ist, natürlich Premium ist. Ist doch klar, oder? So, jetzt können wir auch mit dem ersten Thema anfangen. Und zwar nach 4 Minuten 26 mit der Lufthansa Allegris. Da hatten wir auch ein wunderschönes Event, wo wir mit der Lufthansa zusammen in Frankfurt im Truck waren und schon die First Class gesehen haben. Und genau dieses Element aus der First Class, was uns gezeigt worden ist, diese Doppelsuite, Doppelkabine, ist einmal von einer Verspätung geplagt, aber auch konzeptionell haben Mario und ich ja elaboriert, warum wir der Meinung sind,
dass diese Suite eventuell doch problematisch ist, diese Zweier-Suite. Aber es soll wohl tatsächlich nur eine in der gesamten Flotte geben und man möchte gucken, wie die Kunden darauf reagieren. Und natürlich ist es so, dass bei dieser Doppelsuite die 787 ausgelassen wird, weil die kommt ja und die hat keine First Class und die 350, 900er oder 1000er sind das sogar, die kommen nach München. Die werden vielleicht sogar ohne First Class ausgeliefert werden, weil die nicht genug Teile haben, weil es ja Lieferengpässe gibt. Heißt also, dass die Kabine einmal verspätet kommt, aber auch, dass die Lufthansa diese neue Kabine ausprobieren möchte. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig in meinen Augen, dass man auch guckt, wie der Markt darauf reagiert. Weil, überlegt mal, die statten damit Flugzeuge aus und dann fliegen die durch die Gegend, aber die mag keiner. Schwieriges Thema, deshalb könnt ihr ja nochmal schreiben, was ihr davon haltet. Ihr könnt ja nochmal schreiben, wie ihr diese First Class Doppelsuite findet. Einmal nach dem, was Mario und ich ja elaboriert haben, aber auch grundsätzlich, ob es ein Produkt ist, welches euch überzeugt hat. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu denkt und ob ihr da vielleicht seit Sonntag auch eine andere Meinung zu habt. Oder vielleicht die ihr dabei wart in Frankfurt und das gesehen habt, was ihr davon haltet. Dann geht es weiter mit dem A380er. Und zwar ist das die Etihad A380 mit The Residence. Nicht zufällig der höchste Status bei mir in der Kanalmitgliedschaft. Die haben jetzt wieder den 380er fit gemacht und der 380er ist zurück in der Flotte. Und die Maschinen haben, oder die Maschine jetzt im Sondern, hat diesen 6-Jahres-Check erfolgreich hinter sich gebracht und ist mit der Residence in der Luft unterwegs. Etihad Engineering hat die Wartung gemacht und hat auch die ganzen Konservierungen gemacht. Also das heißt, man hat wirklich alles mehr oder weniger in-house gemacht in Abu Dhabi, weil sie doch durchaus ein Kompetenzzentrum da haben. Bei der Wartung ist auch die gesamte Kabineneinrichtung demontiert worden und die Residence, also der Doppelsitzzimmer, private Dusche, Toilette, privates Doppelbett-Schlafzimmer, wobei das jetzt nicht ganz so breit ist, wie man sich das vorstellt, hat halt dann noch zusätzlich 9 Apartments, also die First Class, und 70 Business-Studiosessel und 405 Economy-Class-Sitze. Das ist also wirklich alles herausgerupft worden und angeguckt worden. Dann gibt es weiter auch, dass man alles sich angeguckt hat, alle Spanten, die modifiziert werden mussten in den Flügeln. Also das ist das, was ja in der Emirates-Flotte auch gemacht werden muss. Dann sind alle Triebwerke abgenommen worden, überprüft worden. Viele Baugruppen in Speziallaboren untersucht worden. Also man hat geschaut, ob da Risse drin sind und so weiter, dass alles sicher ist. Und dann ist es so, dass man dort nach höchsten Standards abgeschlossen hat. Aber Etihad Engineering hat auch natürlich sehr viel Erfahrung und Fachwissen bezüglich der A380, da die natürlich die ersten waren, die weltweit die 12-Jahres-Check durchgeführt haben, also so weitere sehr komplexe Strukturarbeiten, Fahrwerkswechsel, Kabinenumbauten, große Wartungsereignisse für Kunden aus Europa, Asien, Australien, aber auch aus dem Nahen Osten. So ist das. Also das heißt, man hat dort einen Spezialisten. Ich freue mich, dass er auf den Erstflug geht. Dann geht es ja wieder, glaube ich, nach London, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gab ja auch eigentlich relativ coole Preise für die Residence. Man hat also daraus gelernt, dass die eher öfter leer als voll war. Und da ist natürlich auch eure Meinung gefragt, was ihr von der Residence haltet. Da bin ich mal gespannt. Auch hier jetzt einfach mal den Kanal nochmal liken. Likes sind mein Lebenselixier. Freue ich mich drauf. Oder vielleicht einen Superchat machen. Ja, das wäre doch wunderbar. Ja, jetzt kommt das Thema, was eigentlich relativ krass ist. Und da muss man mal sagen, dass eine Boeing 767, das war nicht Frankfurt, sondern aus Zürich kommend, einer Familie im Vorgarten, und hier seht ihr die Bilder, eine Rutsche geschenkt hat. Und ihr müsst jetzt einmal kurz gucken, ich mache es einmal runter, ich gucke mal, ob das, nee, ich muss einmal wegmachen sogar, so da, zack. Da kommt links jetzt gleich die Maschine oben links reingeflogen, da sieht man das gleich in dem Bild, da ist sie und dann fliegt sie einmal durch
Da habt ihr es, dann kann ich das wieder zurück machen. Und dann sieht man halb Mitte rechts oben gleich das Teil runterfallen. Da ist es. Das ist die Rutsche. Da fällt die Rutsche vom Himmel einer Familie in den Vorgarten. Das ist relativ krass. Und damit ihr seht, was das für eine Rutsche ist, seht ihr jetzt mal, wie es aussieht, wenn so eine Rutsche einmal ausgelöst wird. Und das ist die Overwing-Exit-Rutsche. Heißt also, oben die Türe geht auf, die Rutsche geht in Aufblasemodus und fertig. So schnell ist das gemacht. Und das Ding liegt im Vorgarten. Also schon eine krasse Nummer, muss man der Ehrlichkeit halber hier gestehen, dass wenn man morgens wach wird oder auch irgendwie tagsüber da in den Garten geht, dass das Teil von einem Flugzeug stammt. Und damit ist das Thema halt mit einem Knall von der 767-300 bei der United, die von Zürich als UA-12 nach Chicago unterwegs war, kurz vor der Landung runtergefallen. Man hat das erst auch gemerkt, dass das bei der Landung weg ist, weil man hat zwar den Garten für Wüstenwart, hat auch einige andere Sachen geplättet. Ich hatte schon mal geguckt, ob ich das Bild nochmal hatte. Ich habe irgendwo ein Bild gesehen, wo man das Teil auch sieht, wie es da lag. Aber das war dann schon aus dem Vorgarten rausgeholt worden. Deshalb, aber es ist halt immer eine Überraschung, wenn da was ist. Es ist sowas auch schon mal früher passiert. Eine Thomas Cook 757-300 hat auch eine bei der Tragfläche eingelassene Rutsche zum Beispiel in England verloren. Denn die Abdeckung hatte sich gelöst. Und auch auf einem Flug von der Delta beim Anflug auf Boston Logan ist dann auch sowas passiert. Also es ist jetzt nicht unüblich. Ich persönlich hätte so eine Rutsche nicht gerne bei mir im Vorgarten liegen. Wobei bei mir wäre dann, glaube ich, auf der Straße, weil wir keinen Vorgarten hier haben. Aber nichtsdestotrotz ist mal interessant, was alles passieren kann. Und wenn man mal dabei war, wenn so eine Rutsche ausgelöst wird, das ist natürlich auch immer wieder imposant, um es mal so zu sagen. So, dann haben wir noch ein Thema für euch ausgegraben mit der Air Malta. Bei der Air Malta, da gebe ich euch mal das Bild. Das kann ich euch schnell rüberziehen, damit ihr das mal seht. Da haben die dann ein Bild, warte, da haben wir es, zack. Können wir es rüberziehen? Nein, ich muss es erst wieder speichern. Das geht aber rucki zucki. Und da haben wir es auch schon. Da habt ihr das Bild. Da seht ihr einmal hinten mit der November Echo Delta, die hintere Maschine, dass da im Prinzip das Eurowide in Farbe 1 ist. Dann haben wir so ein Babyblau, dann Gelb, dann haben wir Orange, dann haben wir Rot, noch einen Rotton, dann haben wir das Grün. Also ich komme jetzt auf 5 oder 6, auf 6 Farben, glaube ich. Ihr könnt ja auch mal zählen, ob ihr auf 6 oder 7 Farben kommt. Und dann seht ihr auch im Vergleich dazu die Maschine davor, das ist die neue Neo, die November Echo Foxtrot. Die hat dann nur 1, 2, 3 Farben und hauptsächlich das Eurowide. Heißt also, man hat sich da dieses Lufthansa-Design angepasst und hat dann mit dieser abgespeckten Lackierung geguckt und hat damit dann auch die 290 Millionen starke Kapitalspritze, die man von der Europäischen Kommission genehmigt bekommen hat, dann auch in weniger Farben investiert. Denn weniger Farben heißen auch, dass das Flugzeug weniger kostet bei der Lackierung. Ich kann euch ehrlicherweise nicht sagen, wie viel Geld bei der Lackierung gespart worden ist, aber da ist eine Möglichkeit, dass man dort Kosten spart, indem man weniger Farbe drauf tut. Das ist bei meinem Auto hier auch so. Wenn ihr ein Auto in Bicolor haben wollt, das Dach anders oder sowas, dann kostet sowas Aufpreis. Und so ist das beim Flugzeug dann auch. Und da waren halt wirklich die Farben grün, orange, gelb, blau sind weg. Dann rot. Also ich meine 2 Rottöne, also 6 oder 7 sind, das könnt ihr mal auch rechnen. Und dann sind es am Ende nur noch 2 oder 3 Farben, die übrig geblieben sind. Man hat das Ganze um 50% reduziert. Hätte mich mal interessiert, wie viel weniger der Lack gekostet hat. Also der Grund ist wahrscheinlich natürlich auch, wenn ich mehrere Farben habe, muss ich mehrere Schichten aufbringen. Das ist der ganze Trick dahinter. Dann haben wir für euch nochmal einen Deal Zone Deal.
Und diesen Deal, so ein Deal, den wir für euch haben, den haben wir natürlich für euch mitgebracht in der First Class. Und ich gebe euch hier jetzt das Bild zur First Class. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Zack. Da ist einmal die Strecke. Das ist der Knopf dazu. Hier ist es. Da seht ihr einmal die Strecke nochmal von Frankfurt über London Heathrow nach Seattle. Und der ganze Flug ab 2.599 € sind 408 Meilen von Frankfurt nach London. Dann haben wir nochmal 4.800 Meilen von London nach Seattle, auch lustig, 408 und 4800. Das sind zusammen 10.416 Meilen. Bei dem Tarif ist zu beachten, ist eine A- und eine J-Klasse, heißt also interessant, dass ihr das bei der Meilenberechnung wisst, dass das innereuropäisch natürlich erstmal eine Business Class ist. Dann das Ganze 5 Tage vor Abflug muss gebucht werden. Dann ist ein Stopover ist erlaubt in London, kostet aber dann 150 € extra. Ticket ist nicht refundierbar. Änderungen sind erlaubt, aber natürlich Reissue und Tarifdifferenz, das sollten wir wissen. Dann gehen wir weiter. Da sehen wir die Meilen. Hier seht ihr nochmal, dass ich wieder richtig eingegeben habe. Ich muss mich ja immer da selber kontrollieren. Ich schiebe mich mal hier hin. Dann geht das hier direkt weiter mit der Alaska Airlines. Die gibt 45.922 Meilen, Iberia 26.432 Meilen, British Airways ebenfalls 25.964 gibt es bei Aer Lingus, American. Finnair sind 24.742, 15.376 bei Cathay, S7, Malaysia, Japan, Sri Lanka, Qatar, Royal Air Maroc, Latam, Royal Jordanian und dann natürlich bei den Freunden von Qantas gibt es 0 Punkte. Also etwas, wo wir wieder sagen können, das ist wie immer, das ist klar, weil die ja anders sammeln. So, damit haben wir die heutige Sendung ja relativ schnell durchgearbeitet und können dann nochmal die Frage des Tages posten. Und zwar, wie findet ihr Lufthansa First Class Doppelsuite? Ist dies ein Produkt, welches euch überzeugt? Ganz wichtig als Frage. Da bin ich mal gespannt, was ihr heute geschrieben habt. So, ich trage noch schnell die Zeiten ein, damit die nachschauen oder später schauen, zu dem Punkt kommen, der sie am meisten interessiert. Dann haben wir diese Dienstleistung auch erbracht und dann schauen wir mal, was ihr so geschrieben habt. Hallo Frank, nochmal danke für den Hinweis, dass der Link nicht funktioniert hat. Der Link, der jetzt drin ist, also hier dieser Teil, https://fqtworld.as.munich, das ist der Link, um euch anzumelden beim Stammtisch. So, aber deine Anmeldung ist noch nicht da. So. Dann Bernhard, hallo Jörg. Ja, okay, ist losgegangen, kein Stress. Hallo Sven, hallo Stadtbär, hallo Dietmar, dann hallo die Frau Ahlert, hallo Matthias, hallo Thorsten, hallo Venture X, hallo Ronald, hallo Dietmar. Und die Frage des Tages ist folgendes. Esco First ist wohl immer noch Meilen weg. Weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich muss dafür den Sitz einmal sehen. Also diese Suite in der Mitte, da ist die Singapore Airlines natürlich besser. Aber wenn man zu zweit reist, ist die Singapore auch mit der Wand runter und so. Man ist halt nicht, man hat da keinen Körperkontakt oder so, aber man hat ja zumindest irgendwie ein gemeinsames Erlebnis. Das ist schon ein bisschen besser, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Aber die Fensterplätze links und rechts jeweils in der Lufthansa-Maschine, die kann ich mir schon hammermäßig vorstellen. Also das ist krass. Ich habe heute von einem stillen Zuschauer, hätte ich fast gesagt, der aber oft das schreibt, anonym, wie er sagt, etwas zugeschickt gekriegt und das fand ich dann doch durchaus interessant. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich das direkt finde, weil da sieht man die Auflistung detailliert, wie die Sitze sind in der 777, dass man da einen Eindruck bekommt. Ich werde vielleicht mal so ein Allegris Senses Sondersendung machen,
vielleicht Sonntag. Ich muss mal gucken, wie ich Zeit habe. Und dann können wir das Ganze nochmal im Detail besprechen. Und dann können wir nochmal gucken, ob die SK First wirklich, SQ First wirklich besser ist. Jörg braucht es nicht, hat ja mit seiner Frau oft genug zu tun, er kennt sie ja. Da kann man auch mal alleine fliegen. Hallo Roland. Dafür danke ich dir, Ronald, für deine Membership. Freue mich. Natürlich nicht vergessen zu schauen, welcher Rabatt dir zusteht. Ich kann jetzt leider nicht sagen, welche Membership-Level du hast. Und wenn du Premium Economy hast, in die normale Gruppe gehen. Und wenn du mehr als Business Class hast, haben wir ja noch den Premium Chat im WhatsApp. Das ist alles in den wie heißt das nochmal? In den Membership-Geschichten erklärt, welche Vorteile es gibt. Hallo Frank. Dann, apropos Mario. Ja, das ist ja die Frage, das ist ja, was ich ja auch machen möchte mit jemandem aus der Business Class Gruppe, das ist ja auch ein Business Class Benefit, dass wir so ein Painful Self-Experiment so einmal im Quartal, halbes Jahr einmal machen. Aber Mario ist da im Moment so ein bisschen bockig und der hat sich auch in die USA verpisst. Deshalb haben wir ihn Sonntag nicht dabei. Mal schauen, wer am Sonntag sich meiner annehmen darf und muss. Schauen wir mal. Dann, Stefan, wird am Integrated Doppelsuite auch Kondome geben? Nee, weil die Leute, die sich kennen, sollten ja wissen, wie der Zyklus ist und sollten dann auch natürlich wissen, wie das mit der Verhütung klappt. Würde mich auch ehrlicherweise irritieren, wenn ich so ein Kondom hätte und da würde Lufthansa drauf leuchten oder sowas. Schwierig. Deshalb also 2 Meter Abstand halten, ihr versteht. Wie soll man das buchen? Eine Person 5.000? Ja, das ist genau die Frage. Lufthansa selber sagt, man kann es nicht online buchen, das muss übers Callcenter gebucht werden. Und dann wird es auch eine preisliche Abstufung geben, weil man sich durchaus bewusst ist, dass das Erlebnis nicht ganz so geil ist in dem Glaskasten, sag ich schon, in dem Schuhkasten wie außen, wo Fenster dran sind. Und man hat ja auch das, wie ich ja schon berichtet habe, nicht wie bei Emirates gemacht, dass man da dann in irgendeiner Art und Weise einen Monitor hingemacht hat. Ich hatte ja auch von der Hitzeentwicklung erzählt. Nichts Genaues weiß man nicht. Also man wird das jetzt einmal ausprobieren. Dann, als Single-Reisender wäre es der Wahnsinn, wenn dieser alleine nutzbar wäre, Doppelbett auf... Ja, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wenn du keine 2 Opfer findest. Also, dass das vielleicht eine Upgrade-Möglichkeit ist für 2 Leute. Aber auch da, also mich stört dieses fensterlos. Überleg mal, du bist 12 Stunden fensterlos unterwegs. Da wirst du doch bekloppt. Und wenn ich Fernsehen gucken will, dann kann ich auch zu Hause gucken auf dem Monitor. Also, schwierig. Schwierig, ich bin mal gespannt, was es wird. Und muss mal gucken. Das wäre auch eine spannende Geschichte, ob es da dann so eine Art Gruppentarif gibt, dass man sagt, die Bude kostet, ich sage jetzt mal, das Ticket kostet 8.000 € und die Kabine kostet immer 10, ob du jetzt alleine oder zu zweit fliegst. Aber dann heißt das wieder, wie ist das dann mit den Meilen? Kriegt der Erste und der Zweite die Hornmeilen oder kriegt nur der Erste Hornmeilen, der Zweite Hornmeilen nicht, wie beim Private Jet früher? Also, dass da nicht dann, also, das ist halt die Geschichte. Ja. Jetzt habe ich die im Garten eine Wasserrutsche. Ja, jetzt habe ich, ja, das ist in Ordnung. Dank des Allegro konnte ich schon mal testen. Nun alles super geräumig, irre bequem, leider innenliegend ohne Fensterplatz. Somit nicht für mich attraktiv. Ich mag es lieber am Fenster. Ja, man mag halt den Ausblick. Aber Urs, hast du auch mal geschaut, wie das rein emotional wäre, wenn du mit 2 Leuten da bist? Ich bin jetzt mit meiner Länge natürlich vielleicht nicht der passende Partner, der da mitfliegt. Aber nur so als Hinweis, das würde mich mal interessieren. So, die Frau Ahlert. Ich war inzwischen 6 Mal in Vegas, habe einmal im MGM gewohnt, zuletzt immer im MGM Signature. Mir fällt das dort. Auch viele Möglichkeiten drumherum. Ja, Las Vegas ist ja auch toll. Und dann holt man sich natürlich noch die passende amerikanische Kreditkarte. Zum Beispiel die Brilliant von Amex. Dann hat man einen Platin-Status und kann dann direkt Status matchen, ne? Ja, muss ich zugeben, als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich gesagt, was? Malta?
ist doch Ryanair, die sind doch gar nicht so bunt. Aber dann, das ist halt immer das Thema, man verwechselt die Fluggesellschaften genauso wie mit China Airlines, China South und so weiter und ja, Taiwan und so. Also das sind halt so die Themen, dass Fluggesellschaften manchmal einem dann nicht direkt in den Sinn kommen. So, mehrere Farben, auch mehr Gewicht, mehr Kerosin, kommen auf 3 Rottöne, ein Blau, 2 Grün, Orange und Weiß. Also 1, 2, 4, 5, 8. Also 8 sogar. Ja, natürlich mehr Gewicht. Wobei die Frage ist, wie viel Kilo das jetzt sind. Aber wir haben ja alle gelernt, dass 1 Kilo Gewicht beim 320er auf ein Jahr 100 Liter sind. Mehrverbrauch. Kerosin. Also, läppert sich, ne? Dann, Thorsten. Leider habe ich es nicht live erlebt, also enthalte ich mich und warte, wie ich sitze. Absolut. So, Alleges noch nicht gesehen. Ich glaube, dass sie schon hergibt. Ich kämpfe noch mit der Anmeldung zum Stammtisch. Glaube ich, dafür braucht man Abitur. Nee, du musst dir eine Zeit aussuchen. Es gibt ja nur eine Zeit. Da klickt man drauf, dann musst du deine Daten angeben, Kreditkarte angeben und dann geht das direkt los. Nein, wenn es langfristig sein soll, dann sind das keine Folien. Wenn das nur so eine kurzzeitige Geschichte ist, dann kann man das folieren. Aber wenn das halt so eine permanente Geschichte sein soll, dann wird das gespritzt. So, dann danke ich euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV, dass ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt und dann natürlich, wie der Frank euch anmelden wollt für den Stammtisch in München. Denkt dran, es wird lustig. Es war bis jetzt immer leider geil. Also, Kanal abonnieren, Glocke, Like, kommentieren, Kanalmitgliedschaft, T-Shirt tauschen, T-Shirt kaufen. Und wir werden in München die T-Shirts für die Business-Class-Mitglieder mitbringen, die da sind. Also, ich danke euch und dann bis morgen wieder in Alter und in Frische. Und jetzt bin ich wieder raus. Also, bis dann. Ciao.